The record for the most amount of deaths in a professional League of Legends game is 27, a record that will most likely never be broken. Just like in traditional sports, esports players have also achieved some incredible feats. I mean, sure, LeBron James reached the NBA Finals for 8 consecutive seasons, but Faker won 3 world championships in a computer game. Today we're taking a look at some records that, for better or worse, no player will ever break. And not all of these records are records that you would be proud to hold. But before we get into that, today's video is sponsored by Poro. Nein, ist es nicht. Das wäre jetzt ein direkter Konkurrent. Lost 31 games in a row. On June 16th, 2021, the team would lose their 29th game of the season. But 8 days later, they would finally win their first game of the season, coming to a standing of 1 win and 31 losses. Was? And you want to know, Team ist 1-31 gegangen. Wisst ihr noch, als SK in der Prime League, die hatten auch irgendwie so, in irgendeinem Split hatten die 1 Milliarde Losses in Folge. SK Gaming Prime Leaguepedia. Die hatten, ich glaube, die hatten so 27 Defeats oder so in Folge, über 2 Jahre hinweg gesehen. Haben wir eine Match History? Aktuell ist der SK ziemlich gut dabei, aber damals, shit was crazy. Auch eine detaillierte Match History. Können wir die bitte auch noch, ich sollte mich auf sowas besser vorbereiten. Ich hätte das gerne mal so 2020, 19, glaube ich, war es. Aber ich glaube, so weit geht es nicht zurück, oder was? Tournament Results. Weil einfach immer, die haben einfach permanent jedes Game verloren. Das war crazy. Das muss das hier gewesen sein, ne? Wo sie im Spring 10. geworden sind und im Summer auch 10. Und die hatten einfach so eine Lose-Streak von diese 16/14 Losses. Da sind auch 2 und 4 Wins dabei. Aber diese 16 und 14 Losses, die waren irgendwie direkt aneinander. Und die hatten irgendwie, ich meine, so 23 Games oder so in Folge verloren. Das war absolut verrückt. Und wisst ihr, was mich damals auch fertig gemacht hat, beziehungsweise was ich auch lustig fand? Broken Shot. Der Coach und Broken Shot hatte sehr viel Gutes. War aber Broken Shot hier 2018 muss es gewesen sein, in Wien. Wo war's? Es war 2019 schon. Wo ist hier Wien? Da. Nee. Wo ist Wien? Hier ist Bonn. Irgendwo muss Wien kommen. Hier ist schon Berlin. Wo ist Wien? Oder war es in Bonn? Vielleicht war es gar nicht in Wien, vielleicht war es in Bonn. Nee, es muss in Wien gewesen sein. Seht ihr irgendwo Premier Tour Berlin, Wien? Muss irgendeine Premier Tour in Wien gewesen sein. Da habe ich gewonnen. Und wir haben gegen SK das Finale gewonnen. Warum ist es nicht angezeigt? Control F, du bist so klug eigentlich. Keine Übereinstimmung. What? 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 Wo ist die? Vienna. Oh. Hier. Da, danke, Bro. Guck mal hier. 2018, 19 Winter Vienna. War das gerade eben auch in dem anderen Übersichtsding? Vienna. Ja, warum? Nee, die gibt's einfach nicht bei denen. Aber SK hat doch gegen uns 3-0 verloren. Mann, jetzt ist mein Punkt mittlerweile schon fucking hin. Aber anyway. Vienna. 2018, 19 scheinbar in Wien. Das war eigentlich nach. Wir waren doch gar nicht in Bern. Wir waren doch in. Oh, wir waren in. Doch. Oder nicht? Wait. Auf jeden Fall war Broken Shot der Coach von SK. Und er war ach, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab einfach. An incredible fun fact, last year I made a video about general records in League, and I mentioned Vayvictus's lose streak record. When it comes down to League of Legends, I don't think anyone will be taking away Vayvictus's crown. That video was uploaded on June 15th, 2021, literally 1 day after Was ist los? Was habt ihr nicht gesehen?
Szene, aber die Szene ist doch richtig. What happened here? Ach Mann. Uploading this video. Warte, ich kann doch legit nur League of Legends. Ich wollte jetzt hier irgendwie so ein chilliges Reaction-Video zum League of Legends-Video machen und selbst dafür bin ich einfach zu dumm. Janice would go on to lose their 29th straight game, officially being the new owners of this record. The record for Janice Esports was not long-lived. An official League of Legends team in Japan named V3 Esports recently lost their 35th game in a row as an esports organization. This completely destroys Janice's record. Additionally, Vivictus had technically lost 34 games, but 6 of them were from a preseason tournament that they didn't show up to. So it's not totally fair to include them. However, this does mean that V3 Esports now owns this record without any technicalities, though that may not be something they want to brag about. As of making this video, 35 Games in Folge in der japanischen Liga, Bruder. They just lost their 35th game on July 24th, 2022. If they continue to lose, they could end up matching the infamous Shanghai Dragons Overwatch record, the longest lose streak in any esports ever. This team lost 42 matches straight, spanning through 2 different seasons. They've held this record since 2018. Holy fuck. Moving along, a record that should actually never be broken is the record for the longest professional game. In 2018, 2 Korean teams, T1 and Jin Air, got on stage to play a regular game of League of Legends. Hopefully no one had any plans after this game because they ended up playing for 1 hour, 34 minutes and 40 seconds. A record that hasn't been touched to this day. Due to this game lasting so long, another untouchable record was achieved during this time. The ADC on Jin Air, ja, es war Teddy Siever, genau. Teddy had 1,465 CS by the end of the game. But that was actually the most exciting thing about this game, because despite playing for over an hour and a half, T1 only got 8 kills and the winning team 16. A total of 24 kills in 94 minutes. Now, the reason why this record... Wusstet ihr zu Chat, dass es theoretisch möglich ist, dass ja beide Teams einfach nicht enden? Beide Teams fahren einfach nur Minions. Aber irgendwann, nach so 5 Stunden, sind Minions zu stark, auf Champions gekillt zu werden. Also wenn du irgendwie nach 5 Stunden endet das Game quasi einfach von irgendeinem Minion-Wave halt stackt und dann snowballs und du kannst die nicht clearen. Das ist nicht mehr möglich, weil die zu tanky sind. Record will likely never be broken is due to changes that have been made to the game that now make it super unlikely for a game to be longer than an hour, specifically the current Elder Dragon. This guy is showing up in the late game and the team who kills it will receive a buff. This buff gives you the ability to instantly kill an enemy you damaged if their health goes under 20%. Basically, the sole purpose of this is to wrap up games, because as you can imagine, neither Riot or the viewers themselves want to watch or play hour-long games of League. So this was ich hab das gemocht. Also dieses Game, Leute, dieses Game war ein bisschen exzessiv, aber es gibt jetzt zu viele Snowball-Mechaniken in der League. Also ne, neben Elder Drake, das Game beendet, gibt es ja noch die einzelnen Drakes, die Seele, Planings etc. Aber so ein chilliges 60-Minuten-Game mit sehr viel Strategie war schon cool. Ja, das 94-Minuten-Game von SKT gegen Jenner Green Rings war ein bisschen krass, aber geht ja nicht unbedingt für alle Games. If you're looking for the longest esports match of all time in general, that belongs to Dota 2. This one game between Cloud9 and Team Scary Faces lasted 3 hours and 20 minutes. What the? Players were even typing mid-game when certain milestones were passed. Eventually, around the 2-hour mark, the players actually paused the game to request a bathroom break. Our team fights have fared and what they've been able to do off the back of it. Not like this. Theoretically, the game is never going to end. And, well, yeah, lag. We need washroom. We've been here so long. You know what? They're getting dirty. That is completely deserved. It's a 2-hour game. Let's take a small break. What? Was ist da passiert? Ist ja so cool. Oh my gosh. But like all good things, the game did come to an end. And despite lasting over 3 hours, no one died 27 times.
but they were close. The most kills was 38 and the most deaths was 26, which I'm pretty sure will never be surpassed either. But the craziest part here was that despite this being a 3-hour game, this was a best of 3 match. This was the second game, and now both teams were tied at 1 win each. And you would maybe expect them to just delay it for another day, but no. They got right into the next game a few minutes later. If this next game goes on nearly as long as that one, I'm not quite sure what I'm going to do. But I don't think it's going to be legal. The third game would go on to last 37 minutes, and Cloud9 would be the winners of this best of 3. Despite losing... Ja, Leute, als ich in England gespielt habe, habe ich noch Abi gemacht, ne? Und wir hatten immer wir hatten immer Best of Threes in der britischen Szene damals. Und nicht immer, aber bei den verschiedenen Formaten, so UK Masters, ESL, UK Premiership und so Insomnia etc. Anyway, und ich hatte am nächsten Tag immer Schule. Aber teilweise wegen der ganzen Delays, League war ja super, der Tournament hat nicht geklappt, League war buggy und dann hat irgendwer war nicht rechtzeitig da, dann hat irgendwer pausiert, bla bla bla. Wir hatten einfach eine Best of 3 Series, die ging einfach bis 2 Uhr morgens. Und ich musste am nächsten Tag zur Schule. Und es war einfach, hat immer Ewigkeiten gedauert, aber das ist halt so cool, dass es hier gecastet wurde, die einfach eine Series hatten, die letztendlich so Best of 3 war, aber das Best of 3 ging einfach 6 Stunden oder so mit Pausen. Bruder. Heftig. Also da Dota und auch die Caster müssen delivered haben. Die müssen sehr, sehr durchgezogen haben. In the 3-hour game. In total, including technical difficulties, breaks, and setup times, these 3 games went on for over 6 hours and 30 minutes. Verrückt. More rapiers. Oh, he gets stuffed up. Oh, he's turned into a pig. Oh, there's an abyssal blade. He gets blown up. He's got no buyback. He's got no buyback. 105 seconds down. Can SFC do anything with this window of opportunity? Der Caster ist geil. The record du for bist the 200 Minuten schon in-game, 198 Minuten und 58 Sekunden bist du in-game und dann passiert endlich mal was und du gehst einfach so ab und bist dich schon eingeschlafen. Geil. With this window of opportunity, I don't think they can. The record for the longest punishment to a League of Legends player. Banned for 1,000 years. Super. In 2016, a Korean player named Apto had gathered a ton of popularity simply due to the fact that he was actually incredible at playing this game. But to generate additional income for himself, he was running an elo boosting service, essentially getting paid to boost other players' ranks. Riot, specifically the Korean branch of Riot, did not like this, and clearly wanted to make an example out of him. Only days before going to debut as a professional player, Riot had gathered the necessary information to punish him for elo boosting and banned him from professional play for 2 years. However, they would also ban his personal account for 1,000 years. At first, that sounds silly and irrelevant because he can just make a new account. But in Korea, a lot of online games require you to sign up with what is essentially your personal ID or social security number in the US, meaning that he as a person was banned from playing the game for 1,000 years. Riot was so against this guy's behavior that they wanted to make sure that in case that this man lives past 100 years, he would still be 900 years away from being able to play League of Legends on the Korean server. But yeah, it's unlikely that Riot will go on to ban anyone for a longer period. And if we're talking about the longest video game ban... Also zu Duba muss noch gesagt werden, ne? Der Mann ist ja jetzt ein großer Streamer schon seit vielen Jahren und der streamt einfach auf dem chinesischen Server die ganze Zeit weiter und der hat auch teilweise Accounts gestellt bekommen von einfach Freunden und auf dem koreanischen Server trotzdem gespielt und gestreamt und wurde nicht gebannt. Heißt, ja... Und Dopa, aka Abdo, der junge Mann, von dem gerade die Rede war immer so das Pendant zu Faker, weil er war quasi Evil Faker. Beide waren sehr gute Midlane-Spieler, beide waren sehr talentiert und mechanisch gut. Aber Dopa hat sehr viel darüber geredet, dass das Leben als Pro-Player einfach scheiße ist und er es nicht machen möchte, weil das Leben als Pro-Player keinen Mehrwert bietet. Er boostet lieber Leute und streamt und macht damit mehr Geld und hat einen chilligeren Lifestyle etc. etc. Und es war ein bisschen schade immer, weil an Abdo, aka Dopa, er ist ein riesiges Land gewesen, das auch schon seit Ewigkeiten zockt. Und wer weiß, was er hätte werden können, wenn er Pro-Play gespielt hätte, aber honestly, ist auch nachvollziehbar, was er gemacht hat. Es gibt halt einfach bessere Möglichkeiten, das Leben zu leben, als Pro-Player zu werden. Muss er quasi dein gesamtes Leben League of Legends aufopfern, so wie Fakers getan hat, und das ist halt nicht jeder bereit zu tun. In general, for some reason, the developers of Forza banned a player for almost 8,000 years because they designed one of their cars to feature the face of North Korean leader
Kim Jong-un. Bruh. Apparently, this broke a rule that prohibited players from making user-generated content featuring, quote, notorious individuals. However, if the player is still interested in Forza when they're older, they will be able to log into their account in 7,977 years. Nice, not bad. Da ist ein paar Wochen gebannt. Ich glaube, es ist ein bisschen rough, aber not bad. Cooles Video von Nikolai. Direkt mal ein Like da lassen für den Bro. Das war ein schönes Video. Danke fürs Einsenden, Tolkien, lol.